Die Warnsignale sind mehr als deutlich. Sie stehen kurz vor einem Burnout. Ich muss etwas ändern. Und zum Glück gibt es da sogar ein Konzept, das ich schon lange umsetzen möchte, mich bis jetzt aber nicht getraut habe. Was passiert, wenn man nur noch 4 Tage arbeitet und freitags frei macht? Ich habe es ausprobiert. Eine 4-Tage-Woche soll laut aktueller Studie und Pilotprojekten viele Vorteile haben. Weniger Stress, bessere Gesundheit, bessere Lebensqualität und höhere Produktivität. Ich arbeite also einen Tag weniger, verdiene das gleiche Geld und schaffe sogar mehr? Was? Eine britische Studie von 2021 weist darauf hin, dass die Mehrheit von Büroangestellten nur 3 von 8 Stunden effektiv arbeiten. Den Rest der Zeit verbringen sie mit pausenfüllenden Aktivitäten. Also 5 Stunden lang machen die alles andere außer arbeiten. Bei mir ist das ganz anders. Ich arbeite immer zu 100% effektiv und lasse mich nie ablenken. Warum auch? Ich habe jetzt einen Tag lang meine Effizienz getrackt, also alles aufgeschrieben, was ich wann mache. Und meine Güte, verschwende ich viel Zeit für Quatsch. 126 Minuten am Tag. Nach einer Woche Zeittracking sind das also 12 Stunden, die ich ohne Entspannung oder Freude abgelenkt bin. Abgesehen von meinen nötigen Pausen natürlich. Das sind also 2,4 Stunden pro Tag, die ich nutzen könnte. Damit spare ich mehr als einen Tag pro Woche. Das sind 52 Tage im Jahr. In 10 Jahren wäre das ein ganzes Lebensjahr. Und in 100 Jahren wären das... Bist du tot? Okay, Lebenszeit ist begrenzt. Daher sollte man sie mit so vielen schönen Momenten wie möglich füllen. Mein letztes Experiment hat mich vor dem Burnout gerettet. Beziehungsweise es hat das Ganze verzögert. Und damit es nicht dazu kommt, weil ich spüre das schon seit langer Zeit, habe ich mich entschlossen, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Mein letztes Selbstexperiment hat meinen Stress zwar verringert, aber manche tiefsitzende Probleme brauchen nachhaltige Veränderungen, damit man nicht wieder in alte Gewohnheiten verfällt. 2024 ist für mich, wie für viele andere auch, geprägt von Überbelastung und Erschöpfung. Das hat auch meine Videos beeinflusst. Der Wunsch nach Bequemlichkeit und Rückzug ist allgegenwärtig und teilweise so stark, dass sogar Fremden etwas an mir auffällt, was ich noch gar nicht bemerkt habe, weil es so normal geworden ist. Ich war gerade in der Bank, um was zu klären. Und ich wurde von 2 verschiedenen Personen darauf hingewiesen, dass ich sehr hektisch bin. Und ob alles in Ordnung ist. Und es ist alles in Ordnung. Aber dann stellt sich die Frage, warum wirke ich denn so gestresst nach außen, wenn ich mich gar nicht so fühle? Und bin ich vielleicht tatsächlich gestresst, hektisch, unruhig? An diesem Tag beschließe ich, meinen Stress nachhaltig zu reduzieren. Nach einem ersten 7-Tage-Experiment in der Natur mache ich das, wovor ich als Selbstständiger lange Angst hatte. Und zwar die 4-Tage-Woche. Das hier sind übrigens die 2 bekanntesten Modelle davon. Modell 1, 32-Stunden-Woche. Man arbeitet 4 Tage, 8 Stunden am Tag. Modell 2, 40-Stunden-Woche. Man presst seine 40 Wochenstunden in die 4 Tage und macht so jeden Tag 2 Überstunden und arbeitet insgesamt 10 Stunden pro Tag. Man presst also die gleiche Arbeitszeit, die man vorher in 5 Tagen hatte, in 4 Tage. Christian Lindner gefällt das. Aber ich habe keine Lust auf Überstunden und werde Modell 1 ausprobieren. Das heißt, meine Wochenarbeitszeit reduziert sich auf 30 Stunden und ich bin sehr gespannt auf die Effekte. Denn fast alle Menschen und Firmen, die auf die 4-Tage-Woche gewechselt haben, wollen nicht mehr zurück zum alten Modell. Fühlt sich komplett surreal an, dass ich morgen frei habe. Ich arbeite aktuell an 2 großen Projekten. Einer internationalen Filmproduktion und einem Kinodrehbuch für eine deutsche Firma. Gleichzeitig produziere ich Videos für diesen YouTube-Kanal. Das erfordert Organisation, Disziplin und einen klaren Kopf und außerdem ständig kreative Ideen. Allein das ist ja schon stressig. Und jetzt wird es ja nicht leichter, weil ich das Ganze auch noch in weniger Zeit umsetzen muss. Und das ist vielleicht jetzt überraschend für einige, aber ich fühle mich aktuell von allem überfordert. Der Weltlage, meine persönlichen Probleme im Alltag, die Arbeit, wie ihr auch. Hört auf, mir alles nachzumachen! Der Wunsch nach mehr Zeit fürs eigene Leben wird gesellschaftlich überall immer lauter. Das heißt, es gibt eigentlich nur eine logische Konsequenz. Wow, nein. Die logische Konsequenz ist, freitags freimachen oder wann man in der Woche auch will. Also 4 Tage arbeiten, 3 Tage Wochenende. Unsere Lebenszeit ist begrenzt und ich habe kein Interesse daran, den Großteil davon mit Arbeit zu verbringen. Werde ich total verloren sein, nicht wissen, was zu tun ist, meine Zeit verschwenden oder wesentlich entspannter, gesünder, glücklicher und trotzdem genauso produktiv sein oder sogar noch mehr schaffen? Zuerst muss ich die Vorbereitungswoche meistern. In 4 Tagen die Arbeit von 5 erledigen.
Wie klappt das? Ich habe arbeitstechnisch alles geschafft. Ich bin fertig geworden. Gerade so tatsächlich. Also wirklich so auf die Minute. Ich bin echt auch durch. War eine intensive Woche. Ich habe natürlich trotzdem die Arbeit der 5 Tage in die 4 gepackt. Aber es hat gut geklappt. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich habe sehr viel mehr gearbeitet, sondern nur konzentrierter. Ich habe einfach weniger rumgepimmelt. Das wird nicht in allen Jobs so gehen. Und das geht ja auch nicht immer, vor allem wenn man auf Antworten von Leuten wartet. Aber diese Woche hat es gut geklappt. Bin super gespannt, wie das morgen wird. Um nicht versehentlich zu arbeiten, mache ich an meinem freien Tag nichts Arbeitsbezogenes. Nur entspannen und mir Gutes tun. Aber was dann wirklich passiert, habe ich nicht erwartet. Ich sage, wie es ist. Es ist total schwierig. Ich weiß gerade gar nichts mit mir anzufangen. Weil jedes logische Gefühl geht dahin, E-Mails checken, das und das machen. Aber das ist heute ja alles nicht drin. Es werden heute keine E-Mails geschickt. Es wird nicht an meinen Arbeitsplatz gegangen. Was macht man an einem freien Tag? Ich habe mir vorgenommen, auch keinen Haushalt zu machen und nichts aufzuräumen oder so. Also nicht Dinge, die irgendwie Arbeit sind. Ich fange erstmal an mit purer Entspannung. Sieht doch gut aus. Ich lese, spiele Videospiele. Wenn mein Glücksgefühl an diesem Tag eine Zahl wäre, was denkt ihr wäre es? Eine 8 von 10? Eine 9 von 10? Nein, es ist ganz eindeutig eine... Ich war den ganzen Vormittag total gestresst. Ich war so gestresst, was ich jetzt am besten mache. Schnell das, schnell was spielen, schnell was lesen, schnell dies entspannt machen. Also, eigentlich war es heute nicht entspannt. Eigentlich war ich heute die ganze Zeit gestresst und das ist nicht die Idee. Das ist nicht die Idee von dem, was ich eigentlich jetzt vorhabe. Ich bin den ganzen Tag auch schon super aggressiv und sauer. Ich glaube, das hat auch damit zu tun. Wenn ich einen freien Tag habe, versuche ich das Maximum herauszuholen, was an sich schon stressig ist. So Entspannung unter Druck. Vielleicht erklärt das auch die negativen Konsequenzen, die ich direkt nach meinem ersten freien Tag spüre. Ich habe immer gedacht, dass Menschen, die, weil sie so viel arbeiten, irgendwann einen Herzinfarkt bekommen, den bei der Arbeit bekommen. Im höchsten Zustand der Erregung, im höchsten Zustand des Stresses. Aber tatsächlich ist es wohl so, dass die dann den Herzinfarkt bekommen, wenn sie Urlaub machen, wenn sie sich entspannen. Dann schlägt es wohl zu. Ja, Menschen unter ständigem Stress erleiden Herzinfarkte oft nicht während der Stressphase, sondern in entspannten Momenten, wie an freien Tagen oder im Urlaub. Im Stressmodus hält der Körper die Stresshormone hoch und ein plötzlicher Abfall dieser Hormone in entspannten Phasen kann gesundheitliche Probleme verursachen und das Herzinfarktrisiko erhöhen. Und diesen Effekt kann ich vermutlich in sehr abgeschwächter Form an mir selbst beobachten. Denn nach meinem ersten freien Tag passiert direkt etwas, was mich ein bisschen erschreckt. Ich bin zwar krank geworden, aber ich bin auf jeden Fall entspannter. Eine kleine erste Warnung an mich. Und nach Woche 1 sieht mein erster Zwischenstand auch nicht ganz so ideal aus. Aber eine Woche ist keine Grundlage. Der Montag kommt und ich arbeite erneut konzentriert. Ich halte mich an meine Pläne, bin fokussiert und die Tage rasen nur so vorbei, bis ich etwas überrascht werde. Es war wieder eine absolute Punktlandung heute. Ich habe genau meine Arbeit fertig bekommen, sodass ich morgen mir den Tag frei halten kann. Aber ich bin wirklich wieder beeindruckt, wie viel Konzentration es braucht, nicht irgendwo doch rumzupimmeln und sich zu denken, ach, den Rest mache ich dann noch am Freitag, weil das ja nicht erlaubt ist. Auch hier war es wieder knapp. Und es braucht definitiv mehr Konzentration und Fokus unter der Woche. Aber wie stark sich der neue freie Tag auf meinen Körper auswirkt, spüre ich in der 3. Woche zum ersten Mal. Mein Körper gibt mir klare Signale und fordert von sich aus eine weitere Veränderung, die auch das Experiment mit beeinflussen wird. Ich will mich heute bewegen und ich muss mich heute bewegen. Ich war so noch nicht joggen, seit 2 Jahren. Und davor war ich 3 bis 5 Mal die Woche joggen, weil ich immer zu müde oder zu faul war. Aber das reicht jetzt. Jetzt geht's wieder los. Da ist nicht wirklich Staub drauf, oder? Ich sitze viel am Schreibtisch und auch wenn ich ihn regelmäßig so hochfahre und dann daran stehe, bewege ich mich während meiner Arbeit so gut wie gar nicht. Und ich gehe natürlich 2 bis 3 Mal pro Woche in die Natur und spaziere da, aber auch das mache ich ganz gemächlich. Doch an diesem Freitag jogge ich zum ersten Mal wieder nach 2 Jahren Pause. Ganz vorsichtig und mit sehr guter Musik. Und damit ich dabei auch meine Lieblingsmusik hören kann und gleichzeitig nicht ausblende, was um mich herum passiert, begleiten mich diese Kopfhörer. Das sind keine In-Ears, sondern neuartige Open-Ear-Kopfhörer.
Die Ohren werden nicht blockiert und es gibt Größen für jedes Ohr. Gleichzeitig sitzen sie den ganzen Tag super weich und fallen auch nicht vom Ohr, wenn ich mal wieder wilder jogge. Und wirklich überrascht hat mich der Sound. Die Bässen sind tief und die Höhen klar. Das hätte ich bei dem Design nicht wirklich erwartet. Ich liebe es, dass ich die Außenwelt weiterhin wahrnehmen kann. Der Sound der Kopfhörer aber vorne und klar ist. Das macht sie vor allem im Straßenverkehr oder bei Läufen in belebten Gebieten sicher. Außerdem sind die wasserdichten Kopfhörer mit 1 Gramm absurd leicht. Ich vergesse nach wenigen Sekunden immer, dass ich sie noch trage. Ich jogge nur noch damit, weil es so ein anderes Gefühl ist. Sie rutschen nicht, sammelt sich kein Schweiß daran und sie versorgen mich mit perfektem Sound. Und dank dem Multipoint-Pairing kann ich entspannt zwischen verschiedenen Geräten hin und her wechseln, ohne dass ich die ständig neu verbinden und koppeln muss. Die Kopfhörer sind bequem per USB-C aufladbar und falls ihr sie auch ausprobieren wollt, checkt den Link in der Beschreibung. Während des ganzen Experiments muss ich immer wieder an diese 4 Sätze denken. Ich werde später im Video ein bisschen mehr darauf eingehen. In der 3. Woche passiert etwas Unerwartetes. Meine Produktivität steigt deutlich und ich genieße meine Freizeit viel intensiver. Ich bin präsenter bei Freunden und Familie und meine Lebensqualität verbessert sich spürbar. Das ist wirklich ein krasser Unterschied zu meinen letzten Jahren. Mir war gar nicht klar, wie krass dieser Unterschied sein kann. Und aktuell möchte ich nicht mehr zurück. Aber nicht nur mir persönlich scheint die 4-Tage-Woche sehr zu helfen. Auch Unternehmen könnten davon profitieren. Optimierte Arbeitsprozesse sollen Bürokosten senken, Krankheitsausfälle reduzieren und Firmen für junge Talente attraktiver machen, weil sie flexible Arbeitszeiten bieten. Vor allem für Menschen mit Familien wäre das ein Gamechanger. Für mich ist es jetzt schon ein Gamechanger, denn meine Arbeit als Selbstständiger ist unter der Woche sehr viel konzentrierter geworden. Aber das Konzept bietet auch Gefahren, wie mir langsam klar wird. Also unter der Woche muss ich wirklich montags bis donnerstags so konsequent, effizient arbeiten und meine Sachen durchziehen, wovon ich ja ein Fan bin. Aber dadurch, dass ich gerade so durchziehen muss, schaffe ich gefühlt mehr und es geht mir gut damit. Meine Arbeitszeit ist jetzt viel konzentrierter. Ich habe diese Woche Dinge fertig gemacht, die erst Mitte nächster Woche fertig sein müssten und die sind gut fertig geworden, ohne Druck, sondern einfach, es war wirklich konzentriertes Arbeiten. Ich habe das Gefühl, ich entdecke gerade nochmal neu für mich fokussiertes Arbeiten auf eine andere Art und Weise, ohne dass es stressig ist und Druck macht. Und dieser Freitag, auf den freue ich mich immer schon so ab Mittwoch. Dadurch, dass mein Wochenende jetzt auch irgendwie einen Tag länger ist, habe ich auch das Gefühl, ich komme ganz anders runter. Früher war es halt so, Samstag war und ich habe so angefangen, langsam runterzukommen, war Sonntag da und dann war der Montag schon wieder direkt vor der Tür und ich hatte schon, Ich meine, ich liebe meine Arbeit, so ist es nicht, aber man braucht ja manchmal einfach mehr Pause. Und ich habe das Gefühl, ich habe jetzt gerade die Zeit an Pause, die ich wirklich brauche, die nötig ist. Aber der Nachteil dieses engen Zeitplans ist, dass ich derzeit keinen Puffer für Ausfälle habe, weil ich dieses Experiment sehr spontan gestartet habe und mein Kalender war noch auf 5-Tage-Wochen angelegt. Es dauert bis zur 6. Woche, bis mein Kalender dann endlich an die 4-Tage-Woche angepasst ist und ich den Freitag da auch schon frei halte im Kalender. Aber im Moment ist es noch nicht so weit. Momentan könnte jeder Ausfall in der Woche mein ganzes System zum Wanken bringen. Ich plane meine 4 Tage jetzt so durch, dass ich alles schaffe, was ich vorher in 5 Tagen gemacht habe. Aber ich weiß genau, es müsste ein Tag unter der Woche sein, wo alles schief geht und ich könnte den Freitag nicht halten oder hätte die Woche darauf ein Zeitproblem. Und jetzt aktuell muss ich halt die Sachen vom Freitag immer noch irgendwie unter der Woche verteilen, was bis jetzt super gut geklappt hat. Für mich ist in der 5. Woche eins klar: Ich will gar nicht zurück und ich hoffe, dass mir kein unerwartetes Ereignis einen Strich durch die Rechnung macht. Aber was sagt eigentlich die Forschung zum Konzept 4-Tage-Woche? Gibt es da belastbare Ergebnisse? Die weltweit größte Studie zur 4-Tage-Woche lief 2022 über 6 Monate in England und hatte beeindruckende Ergebnisse. 39% der Beschäftigten waren weniger gestresst und 71% hatten danach eine geringere Burnout-Rate. Auch Angstzustände, Müdigkeit und Schlafprobleme nahmen ab, während sich die psychische und körperliche Gesundheit verbesserte. Die verkürzte Arbeitszeit führte auch zu positiven Geschäftsergebnissen. Die Umsätze stiegen um 35% im Durchschnitt und die Kündigungsrate sank um 57%. Nach der Studie führten 92% die 4-Tage-Woche auch nach dem Experiment weiter fort. Zum Thema 4-Tage-Woche wird weiter intensiv geforscht. Eins der größten aktuellen Forschungsprojekte dazu findet sogar in Deutschland statt. Die Universität Münster beteiligt sich an einem Forschungsprojekt zur 4-Tage-Woche. Und was man jetzt schon weiß, das Komplizierteste ist vor allem die Umstellung. Spannend. Und zwar so spannend, dass ich das Forschungsteam kontaktiert habe.
Also ich glaube, was man auf jeden Fall sehen kann, ist, dass diese Einführung nicht so einfach ist. Man redet über die 4-Tage-Woche, wie als wäre das so ein Schalter, den man einmal anknipst und dann ist super. So ist es definitiv nicht, sondern wir befinden uns in einer Zeit, wo eben auch viel Spannung, viel Druck drauf liegt und wo nach einfachen Lösungen gesucht wird, ehrlicherweise. Und einfache Lösungen gibt es halt in diesem Bereich nicht. Was sind die jetzt schon wichtigsten Erkenntnisse, wenn du sie nennen könntest? Dass Mitarbeiter, die eben sich mit auf diese Reise machen dürfen zu einer 4-Tage-Woche, natürlich sehr viel kreativer sind, die geben gerne ihre Ideen rein. Die wollen natürlich Lösungen finden, wohingegen du in einem Unternehmen, wo dir gesagt wird, ach komm, du musst jetzt hier Leistung bringen und du bist faul, das führt ja nicht zur Motivation. Und am Ende brauchen wir auch als Wirtschaftsstandort motivierte Menschen, die Bock auf Veränderung haben. Wir haben da einen Wettbewerb um sehr viel weniger Fachkräfte und müssen am Ende eine Lösung finden, die für die funktioniert und wofür Fachkräfte sagen, da gehe ich hin, da investiere ich meine Zeit. Was würdest du sagen, wie lang braucht es noch so aus Bauchgefühl, bis die 4-Tage-Woche Standard wird? Ich denke, so die nächsten 5 bis 10 Jahre wird sich dieses Thema auf jeden Fall noch weiter entwickeln. Hier in Deutschland, aber auch natürlich in der ganzen Welt. Auf der einen Seite gibt es politisch keine klaren Bewegungen zur 4-Tage-Woche. Und auf der anderen Seite sind manche sogar gezwungen, die 4-Tage-Woche einzuführen. Die haben gar keine andere Wahl. Die Stadtverwaltung der Kleinstadt Mengen in Baden-Württemberg hat als eine der ersten Kommunen in Deutschland die 4-Tage-Woche eingeführt. Der Grund? Fachkräftemangel. Die Mitarbeitenden arbeiten nun 4 Tage pro Woche bei vollem Lohnausgleich, was zu höherer Produktivität und Zufriedenheit geführt hat. Auch die Bürger berichten von positiven Erfahrungen, weil die Servicequalität nun unverändert hoch bleibt. Die Stadt sieht in der 4-Tage-Woche ein zukunftsfähiges Modell und plant es dauerhaft beizubehalten. Ich bin zwar keine Stadtverwaltung, aber wenn ich auf meine eigene Arbeitsweise von vor ein paar Jahren zurückschaue, wird mir jetzt erst klar, wie extrem ungesund ich gearbeitet und gelebt habe und so richtig Raubbau am eigenen Körper betrieben habe. Und die Nachwirkungen davon, die spüre ich teilweise heute noch. Noch vor 4 Jahren habe ich regelmäßig 7 Tage die Woche gearbeitet. Und in dem Jahr davor hatte ich nicht einen einzigen Tag frei. Ich habe wirklich 365 Tage lang durchgearbeitet. Sogar an Weihnachten oder anderen Feiertagen und auch an meinem Geburtstag. Ich war damals auch ständig krank und habe das Ganze mit Medikamenten aber runtergedrückt, damit ich weiterarbeiten kann. Ich habe damals auch wesentlich mehr Geld verdient als heute, aber erinnern kann ich mich an die Zeit wirklich nur sehr verschwommen. Das ist fast alles weg. Wie im Nebel. Ich bin durch diese ganzen Jahre einfach so durchgerast, wie Montana Black auf der Autobahn. Also kopflos und total gefährlich. Und im Gegensatz zur Autobahn damals ist das Gefühl jetzt so anders. Ich habe das Gefühl, als würde ich in einem Boot langsam über einen See fahren und trotzdem rechtzeitig ankommen. Ich merke gerade, ich kann fast so gut Vergleiche machen wie Joscha Seehausen im Podcast Filmemacher Selbsthilfegruppe. Übrigens, guter Podcast, Empfehlung. Im 2. Monat spreche ich erneut mit meiner Ärztin. Und was sie mir an diesem Tag sagt, überrascht mich ziemlich. Ich will nichts versprechen, aber ich würde sagen, wenn Sie so weitermachen, ist das Thema Burnout gegessen. Was wäre eigentlich, wenn jetzt alle, die aktuell 5 Tage pro Woche arbeiten, nur noch 4 Tage pro Woche arbeiten würden? Was wird passieren? Wenn alle nur noch 4 Tage arbeiten würden, könnte das die Produktivität steigern, da Menschen dann fokussierter arbeiten. Gleichzeitig würde sich die Work-Life-Balance verbessern, was die mentale und physische Gesundheit stärkt. Unternehmen müssten möglicherweise aber ihre Prozesse anpassen oder mehr Arbeitskräfte einstellen, was zu höheren Kosten, aber auch zu neuen Arbeitsplätzen führen könnte. Gesellschaftlich könnte es mehr Zeit für persönliche Interessen, Bildung und auch Ehrenämter geben. Stopp. Moment. Was ist denn mit der Rente? Wenn ich jetzt nur noch 4 Tage pro Woche arbeite, dann zahle ich doch viel weniger ein, dann bekomme ich doch viel weniger Geld am Ende. Da die Rente sich daran orientiert, was man verdient und nicht wie viel man arbeitet, ändert sich also nur bei reduziertem Gehalt was. Auch daher bin ich dringend für vollen Lohnausgleich. Außerdem motiviert das auch mehr. Die Menschen wünschen sich flexiblere Arbeitszeiten. Das ist ein Trend und hat seit Corona zugenommen, sagt auch Dr. Oliver Stettes vom Wirtschaftsinstitut Köln. Und auch Umfragen zeigen, dass die gesellschaftliche Nachfrage eindeutig ist. Trotzdem bleibt die Diskussion um das Thema 4-Tage-Woche gespalten. Befürworter der 4-Tage-Woche argumentieren, sie steigere die Produktivität und mache Unternehmen attraktiver für Fachkräfte. Kritiker befürchten, dass die Verdichtung der Arbeitszeit den Stress erhöht und die Work-Life-Balance beeinträchtigt. Bei meiner Arbeit sehe ich das überhaupt nicht, da ich unnötige Pausen reduziert habe und dadurch inzwischen sogar mehr Zeit habe. Dadurch bin ich tagsüber konzentrierter und abends erfüllter, weil ich alles geschafft habe. Aber natürlich habe auch ich eine Anpassungsphase gebraucht und jetzt gerade läuft es gut. Und zwar so gut, dass ich auf keinen Fall zurück will.
Mir ist auch klar, dass die 4-Tage-Woche nicht einfach so in jeder Branche und in jedem Bereich umsetzbar ist. Aber ich bin sehr, sehr dafür, dass wir einen Anfang machen. Und zwar in all den Bereichen, wo es möglich ist und in anderen schnellstmöglich andere Alternativen anbieten. Denn ich glaube, wir arbeiten uns gerade menschlich, körperlich, psychisch einfach kaputt. Und irgendwann ist alles vorbei. Und dann will wir noch nicht nur gearbeitet haben. Diese 4 Dinge bereuen Menschen am Ende ihres Lebens am meisten. Lass uns daran arbeiten, dass wir nicht dazugehören. Ich hoffe, auch du kannst die Balance für dich finden und den Mut und die Möglichkeit, Raum für das zu schaffen, was dich wirklich erfüllt. Mir ist egal, wer du